Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Achim und im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen sogenannten Schweizer Handstand oder einfach Handstand Press mit gestreckten Armen hinbekommen könnt. Genau, der Schweizer Handstand braucht einfach schon ein bisschen ein paar Grundvoraussetzungen. Das erste ist mal, dass ihr natürlich einen stabilen Handstand schon können solltet. Falls das noch nicht der Fall ist, schaut euch mal zuerst das Tutorial von mir zum Handstand an. Und außerdem wäre es natürlich auch gut, wenn ihr schon einfach ein bisschen Grundkraft in den Schultern habt. Das heißt, wenn ihr vielleicht Erfahrung mit Dips, Pike, Push-Ups oder was auch immer schon gemacht habt und da einfach Grundkraft habt. Außerdem eine Komponente, die hier eine Rolle spielt, ist die Mobilität in der Oberschenkelrückseite in dem Fall. Einfach damit ihr eure Hüfte weit genug nach oben bringen könnt. Auch das ist natürlich kein Muss, allerdings wird es nicht schaden, da auch schon ein bisschen mobil zu sein. Genau. Ich möchte euch in diesem Video jetzt einfach einige Vorübungen zeigen, nachdem ich euch einfach zuerst mal die richtige Ausführung gezeigt habe. Ich möchte euch Vorübungen zeigen, wie ihr einfach die Kraft und auch die Anstrengung dafür aufbauen könnt. Das ist die wichtigste Komponente. Dann möchte ich euch auch zeigen, wie ihr einfach eure Mobilität verbessern könnt. Wie gesagt, ist nicht unbedingt ein Muss. Mit sehr viel Kraft braucht man keine gute Mobilität, aber trotz allem ist es nicht schlecht, das zu wissen. Und dann zum Schluss möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen und euch sozusagen einen Überblick geben und nochmal einen beispielhaften Plan zeigen, wie ihr theoretisch, oder mit dem ihr theoretisch auch auf den Schweizer Handstand hinrennen könntet. Genau. Grundsätzlich noch zu wissen, beim Schweizer Handstand, was wird beansprucht? Vor allem die Muskeln des Schultergürtels bzw. die vordere Schulter und einfach die Muskeln, die sozusagen eure Schulterblätter nach oben ziehen. Dazu auch ein bisschen der untere Rücken, allerdings nicht so im Hauptfokus. Also vor allem eine schulterlastige Übung und auch der Bizeps wird dabei leicht beansprucht, einfach durch die Zugbelastung auf die Arme, während ihr euch hochdrückt. Genau, das war es eigentlich schon mit den Grundinfos. Kommen wir gleich mal zur Ausführung. Die Hände sollten beim Schweizer Handstand grundsätzlich auch wie beim normalen Handstand eher nach vorne zeigen. Der Griff könnte theoretisch ein bisschen breiter als Schulterbrett angelegt werden und was auch wichtig ist, dass ihr durchgehend Druck auf euren Fingern schon zu Start der Bewegung habt, beziehungsweise dass der ganze Druck eben nicht nur auf der Hinterseite der Hand ist. Die Schultern sollten in Protraktion sein, also nach vorne oben gedrückt und eure Arme sollten grundsätzlich gestreckt sein. Am Anfang ist eine ganz leichte Beugung, allerdings nicht so dramatisch. Mit dieser Ausgangsposition der Arme und der Schulter versucht ihr dann eure Hüfte bzw. euer Steißbein aktiv so hoch wie möglich über euren Kopf nach oben zu drücken. Dadurch kommt dann der untere Rücken automatisch ins Spiel, der ist dann nämlich eigentlich unter Spannung. Beim Abheben ist es ganz essentiell, dass eure Füße nicht zu weit von den Händen entfernt sind, weil ihr einfach sonst einen zu großen Hebel habt und es deutlich schwieriger wird. Wenn ihr also eine Linie durch eure Füße und durch eure Hände ziehen würdet, sollten diese beiden Linien möglichst nahe beieinander liegen. Also so ist es viel leichter abzuheben und außerdem könnt ihr euch die Federung sozusagen eurer hinteren Oberschenkelseite nutzen, um die Beine dann nach oben zu befördern. Die Mobilität ist dabei natürlich teilweise ein limitierender Faktor, aber wie gesagt, ihr könnt theoretisch auch die Knie leicht abwickeln. Auch die Beine, also die Oberschenkel, der Po und auch die Zehen sollten durchgehend angespannt sein beim Schweizer Handstand. Und wichtig ist auch, dass er nicht zu breit, aber auch nicht zu eng steht. Das heißt, es gibt also sozusagen eine mittlere Standbreite, die einfach da einen optimalen Hebel ermöglicht. Das müsst ihr vielleicht selbst einfach bei euch ausprobieren. Wenn ihr dann mal diese Position eingenommen habt, versucht ihr zuerst die Hüfte und nicht die Beine nach oben zu drücken und gleichzeitig versucht ihr die Füße auseinander, das ist ganz wichtig, und auch nach oben zu drücken. Der Po und die Beine und auch die Zehen sollten dabei angespannt sein. Die Zehen könnt ihr einfach wegstrecken bzw. mit den Zehen nach oben ziehen und sozusagen eine Art Kreis zeichnen. Deswegen ist es auch wichtig, die Füße auseinander zu drücken. Das ermöglicht euch einfach einen besseren Hebel. Wenn ihr diesen Kreis dann fertig gezeichnet habt, schließt ihr wieder eure Füße. Das sollte genau über eurem Kopf stattfinden und dann müsstet ihr stabil im Handstand stehen können. Ganz essentiell ist eben, dass immer zuerst die Hüfte und dann erst die Füße nach oben gedrückt werden. Wenn man schon mit den Beinen den Boden verlassen hat, ist es dann wichtig, die Oberschenkelspannung nicht zu verlieren und außerdem auch den Bauch anzuspannen und sozusagen wie beim normalen Handstand auch leicht einzuziehen, um ein Vorkippen zu vermeiden. Am Anfang ist es oft ganz normal, dass man einfach ein bisschen vorkippt beim Schweizer Handstand, aber grundsätzlich ist das wichtig für eine bessere Kontrolle. Vergesst dabei aber, wie schon gesagt, nicht durchgehend und von Anfang an Druck auf euren Fingerspitzen zu haben, ansonsten werdet ihr den Handstand nachher nicht ausgleichen können. Ein sehr häufiger Fehler ist es, zuerst die Beine nach oben zu ziehen, bevor man überhaupt mal Spannung im unteren Rücken und in den Schultern aufgebaut hat, dadurch, dass man eben die Hüfte nach oben drückt.
und das ist dann eigentlich relativ schwer möglich, so in den Schweizer Handstand zu kommen. Grundsätzlich kann man eigentlich mit 2 Techniken in den Schweizer Handstand kommen. Die erste ist die, die ich gerade beschrieben habe. Eine zweite Technik wäre es, nicht aus dem Stand, sondern aus einem Slide in den Schweizer Handstand zu kommen. Dabei seid ihr dann am Fußrücken. Das erleichtert es manchen Leuten einfach gleich die Zehen und auch die Beine anzuspannen und gleich die richtige Spannung zu haben, beziehungsweise gleich mit den Oberschenkeln dann nach oben zu ziehen. Allerdings ist es kein Muss, ihr könnt beides ausprobieren und dann schauen, was euch lieber ist. Wenn ihr die andere Technik mit dem Slide anwendet, ist es eben ganz wichtig, dass ihr auch hier weit genug mit euren Füßen nach vorne kommt, bevor ihr sie nach oben und nach außen ziehen könnt. Das war das mal mit der Ausführung. Jetzt wollen wir uns natürlich mal anschauen, wie man dahin überhaupt kommen kann. Zuerst möchte ich euch deswegen jetzt einige Vorübungen für die richtige Kraft und Ansteuerung zeigen und danach möchte ich euch noch Vorübungen zeigen, die ihr einfach machen könnt, um eure Mobilität zu verbessern. Was jetzt ganz wichtig ist, dass ihr euch natürlich an die richtigen Punkte und die richtige Technik, die ich gerade erklärt habe, erinnert. Ich werde jetzt nämlich bei den Vorübungen natürlich nicht nochmal extra erklären, aber all diese Punkte gelten eben auch für alle spezifischen Vorübungen, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Die Vorübungen sind eigentlich kein großer Hokuspokus, sind relativ spezifisch, teilweise eigentlich auch relativ simpel, es ist meistens nicht so viel rundherum nötig und sie werden auch einfach in meinen Augen der Wichtigkeit bzw. auch der Schwierigkeit nachgeordnet sein. Das heißt, wenn die erste Vorübung, die ich euch zeigen werde, vielleicht die wichtigste ist, aber zu schwer für euch ist, dann ist eben die Vorübung für euch die wichtigste, die ihr sozusagen in der Reihenfolge als erstes schaffen würdet. Ist natürlich kein Muss bzw. nicht fix festgelegt, aber in meinen Augen vielleicht die Übungen jetzt einfach so der Spezifität und auch die Schwierigkeit nachordnen. Die erste und wichtigste Vorübung ist es eigentlich, Versuche vom Schweizer Handstand zu machen. Am Anfang ist es auch okay, wenn ihr dabei nicht so schön seid und vielleicht die Arme oder die Beine nicht ganz ausstrecken könnt. Wichtig ist, dass ihr eben die richtige Technik beachtet. Ihr könnt das Ganze aus dem Stand oder eben auch aus dem Slide machen. Es bringt schon etwas, wenn ihr auch nur ein bisschen dabei abhebt. Die Grundvoraussetzung ist es allerdings eben, dass ihr überhaupt abheben könnt. Auch zu schnelle Versuche helfen eigentlich, das heißt Versuche, bei denen ihr dann ein bisschen überkippt. Hauptsache ihr kommt mal nach oben. Beim Schweizer Handstand spielt nämlich auch die Psyche eine wichtige Rolle. Und wenn ihr allerdings eben noch nicht genug Grundkraft für Versuche habt, dann zeige ich jetzt noch andere Übungen. Die nächste Vorübung, die ihr theoretisch machen könnt, sind es Versuche mit Springen zu machen. Wichtig ist es, dass ihr nicht unnötig viel Schwung nimmt, das heißt, wenn ihr komplett stark losspringen müsst, bringt das wahrscheinlich noch nicht so viel für euch. Allerdings, wenn ihr nur mit einem leichten Impuls schon nach oben kommt oder mit einem nicht zu starken Impuls schon nach oben kommt, kann das auch eine sehr sinnvolle Vorübung sein. Falls ihr die bis jetzt gezeigten Übungen alle noch nicht hinbekommt, könnt ihr es euch einfach mal versuchen, euch in diesen Schweizer Handstand bzw. in die Ausgangsposition reinzudrücken. Das heißt, ihr startet einfach mal in der Ausgangsposition und versucht aus eigener Kraft möglichst wenig mit euren Füßen zu helfen und möglichst viel aus euren Schultern und aus eurer Hüfte einfach mal sozusagen das Steißbein über euren Kopf nach oben zu drücken und dabei eben immer weniger Gewicht mit den Zehen zu übernehmen. Theoretisch ist es auch möglich, Planche Schließ zu machen, ist sehr verwandt. Eigentlich der Planche mit dem Schweizer Handstand von der Ansteuerung her. Das heißt, auch Planche Schließ sind eine Möglichkeit, einfach um diese Ansteuerung und die Kraft in den Schultern einfach zu fördern. Die nächste mögliche Vorübung ist es, den Schweizer Handstand von einer Erhöhung zu starten. Die Höhe könnte theoretisch natürlich variieren, umso höher, umso leichter ist es. Wichtig ist es allerdings auch da, dass einfach eure Füße relativ nahe bei euren Händen bzw. einfach bei der Grifffläche sind. Die nächste mögliche Vorübung wäre es, das Ganze an der Wand zu probieren. Dabei ist es wichtig, dass ihr mit euren Händen weder zu nah noch zu weit entfernt von der Wand seid. Und dann versucht ihr euch, während ihr euch nur mit eurem oberen Rücken an der Wand anstützt, sozusagen die Beine nach oben zu bringen und den Schweizer Handstand so an der Wand zu schaffen. Eine Vorübung, die relativ schwer kontrollierbar ist und deshalb eigentlich nur etwas für Leute ist, die schon sehr gut im Handstand sind, ist es, negative Schweizer Handstand zu machen. Dazu braucht ihr echt eine sehr gute Balance und Kontrolle. Das heißt, das ist nicht unbedingt für jeden etwas. Ich habe diese Vorübung eigentlich auch nicht gemacht. Ihr startet dabei aber auf jeden Fall im Handstand und versucht dann eben negativ so langsam wie möglich in den Schweizer Handstand oder beziehungsweise vom Handstand sozusagen in einen negativen Schweizer Handstand nach unten zu kommen. Eine weitere Vorübung, die ihr machen könnt, um einfach die Ansteuerung und die Kraft im unteren Rücken und in den Beinen zu fördern, ist es einfach im Kopfstand zu versuchen, die Beine sozusagen nach oben zu bekommen. Das heißt auch wieder auseinander zu drücken und dann den Weg sozusagen nach oben zu üben und wieder eben diesen, wie vorher bei der Technik beschriebenen, Kreis mit den Füßen zu ziehen.
Diese Übung ist eher was für Leute, bei denen der Schweizer Handstand an der Ansteuerung bzw. an der Hüfte und den Beinen scheitert, weil eure Schultern allerdings zu schwach sind und ihr die Ansteuerung dort nicht hinbekommt, wird euch diese Vorübung nicht so viel weiterhelfen. Das war es auch schon mit den Vorübungen, die ich euch für die Ansteuerung bzw. für die Schulterkraft zeigen wollte. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten Vorübungen. Allerdings, wie schon vorher erwähnt, ist die Mobilität auch nicht so unwichtig und deswegen möchte ich euch jetzt auch noch ein paar Übungen zeigen, mit denen ihr spezifisch für den Schweizer Handstand einfach die Mobilität, vor allem der Oberschenkelrückseite und der Hüfte verbessern könnt, um dann auch eben ein bisschen weniger Kraft dafür zu brauchen. Eine Vorübung, die ihr vielleicht auch schon aus meinem Mobilitätsvideo kennt, ist der Bear Walk. Da versucht ihr einfach mit gestreckten Beinen möglichst nahe an eure Hände heranzukommen. Eine andere Vorübung, die ihr machen könnt, sind Archer Squats, bei denen ihr euch leicht vielleicht sogar vorbeugt bzw. einfach euch wirklich auf eure Oberschenkel-Hinterseite fokussiert und sozusagen mit einem gestreckten Bein dabei in eine aktive Mobilität bzw. in eine aktive Dehnung kommt. Was ihr auch machen könnt, ist der Pancake Stretch, bei dem ihr euch mit gestreckten Beinen auf den Boden setzt und bei dem ihr dann versucht, sozusagen ein bisschen Kraftbelastung ins Spiel zu bringen und euch einfach aktiv nach vorne bzw. auch zur Seite über eure Beine beugt. Für die Schultermobilität vielleicht ein kleiner Tipp, auch Brücken können euch helfen, das ist zwar weniger für die Hüfte und mehr für die Schulter dann der Fall beim Schweizer Handstand, aber es können euch auch Brücken dabei helfen, die Mobilität in eurer Schulter zu verbessern. Einfach Versuche zu machen, so wie ich es vorher schon gezeigt habe, wird eure Mobilität natürlich steigern, weil ihr auch hier natürlich in eine aktive Dehnposition hineinkommt. Manchmal ist das dann auch schon genug, um die Mobilität verbessern zu können. Noch eine Übung, die ihr theoretisch machen könnt, wenn ihr einfach ein Gewicht zur Verfügung habt, sind Stiff Leg Deadlifts. Die bringen dann relativ viel für die Dehnung in der Oberschenkelrückseite. Das war auch schon mit den Vorübungen, die ich euch zeigen wollte. Wie schon erwähnt, die Mobilitätsübungen würde ich eher als Zusatz machen, ohne die Hauptübungen bzw. die Übungen, die für die Kraft und für die Ansteuerung etwas bringen, die ich am Anfang gezeigt habe, würde euch die Mobilität nämlich nicht so viel helfen und auch bei einem gewissen Level gibt es, wie gesagt, sage ich mal, ein Plateau, wo mehr Mobilität nicht noch mehr hilft, sondern wo es dann meistens eher an Kraft oder Ansteuerung eben scheitert. Deswegen fokussiert euch vor allem auf die Übungen, die ich zuerst gezeigt habe. Die Mobilitätsübungen könnt ihr als Zusatz machen, aber sind nicht unbedingt ein Muss und wie schon vorher auch erwähnt, bringt es sogar schon was für die Mobilität, wenn ihr einfach Versuche macht, weil ihr dabei in eine Dehnung kommt. Genau, was jetzt noch wichtig zu beachten ist, dass ihr einfach Übungen wählt in eurem Training, die für euch möglichst schwer sind. Das heißt, sucht euch die Übungen raus, die für euch sozusagen das Limit jetzt, sage ich mal, sind und dass ihr eben möglichst spezifisch dafür auch trainiert. Grundsätzlich, ab einem gewissen Level sollte es dann möglich sein, dass ihr euch einfach über Versuche steigert, bei denen ihr immer weiter nach oben kommt. Dazu muss man es eben schon mal schaffen, vom Boden abzuheben. Falls das eben noch nicht der Fall ist, falls ihr noch nicht mal abheben könnt mit den Füßen vom Boden, dann wählt zuerst mal eher die anderen Vorübungen, die ich euch schon gezeigt habe. Oder falls ihr eben vielleicht Probleme bei der Ansteuerung im unteren Rücken oder der Beine habt, dann könnt ihr auch die Vorübung, die ich euch im Kopfstand gezeigt habe, machen. Genau, ansonsten sucht euch einfach selber raus, was für euch funktioniert. Die Versuche sind wahrscheinlich eben die Nummer 1 Übung, wenn es eben möglich ist schon für euch, aber ansonsten einfach am besten alles ausprobieren und dann schauen, was für euch am besten passt. Was ich euch vielleicht noch empfehlen würde, ist, dass ihr nicht mal unbedingt alle Vorübungen machen müsst. Wahrscheinlich reicht es, wenn ihr euch 2 oder 3 gute Vorübungen, die für euch einfach gut funktionieren, raussucht. Dann ist der Schweizer Handstand für euch wahrscheinlich, wenn ihr das regelmäßig macht, eine machbare Übung. Wie gesagt, den Handstand solltet ihr natürlich schon können davor, aber der Schweizer Handstand ist, glaube ich, eine Übung, die grundsätzlich schon jeder erreichen kann mit genügend Geduld und genügend Training. Was eben wichtig ist, dass ihr immer auf die richtige Technik auch schon bei den Vorübungen achtet, dass ihr einfach diese Punkte euch im Hinterkopf behält, die ich vorher erklärt habe. Schaut euch das Video vielleicht sogar ein zweites Mal an oder filmt euch selbst beim Training oder was auch immer, falls euch das hilft. Und dass er eben, wie schon gesagt, auf die richtige Technik achtet, dass er einfach auch sehr konzentriert seid beim Training. Das heißt, dass er euch nicht ablenkt. Auch das ist ganz wichtig, weil es eine Balanceübung bzw. Balance- und Kraftübung und da ist eben der Fokus auch ganz, ganz wichtig. Wie schon versprochen, jetzt noch ein kurzer beispielhafter Plan, den ihr theoretisch machen könnt, wenn ihr den Schweizer Handstand lernen möchtet. Was ihr dabei machen könnt, ist es im Training zu starten, natürlich nach einem Warm-up mit 4 Sätzen von jeweils 1 bis, ich sage mal, 3 Versuchen. Das heißt, ihr versucht einfach nach oben zu kommen, falls ihr eben schon Versuche könnt vom Boden. Falls das nicht für euch möglich ist, dann macht ihr die Versuche auf einer Erhöhung. Falls das noch nicht möglich ist, dann startet ihr erst beim nächsten Block. Da macht ihr dann nämlich jeweils 3 Sätze von eben diesen Versuchen am Boden, das heißt von diesen Leans, das heißt nicht die Versuche, wo ihr nach oben kommt, sondern wo ihr einfach mal probiert, euch in einer möglichst hohen Position zu halten und möglichst wenig mit euren Füßen zu helfen. Theoretisch könnt ihr da den Planche
auch machen. Und abschließend im Training könnt ihr danach noch 3 Sätze von der Übung im Kopfstand machen, um da einfach nochmal die Ansteuerung für eure Hüfte besser zu verstehen und sozusagen reinzubekommen. Das wäre jetzt einfach nur ein Beispiel, wie ihr den Schweizer Handstand trainieren könntet. Ist auf jeden Fall kein Muss, aber vielleicht funktioniert es für euch. Probiert es aus, ihr könnt es natürlich auch abändern oder einfach so in euer Training einbauen. Genau, das war es eigentlich auch schon mit dem, was ich euch sagen wollte. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, könnt ihr es gerne unten hier reinschreiben. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch helfen können mit diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.